Lukas. Biggie, das war wirklich ein sehr schöner Tag. Finde ich auch. Sag mal, du warst vorhin so komisch. Kann es sein, dass du in sie verknallt bist? Ich verspreche dir, ich lasse deine Finger von ihr. Das ist Staatssekretär Mertens. Und das ist Emilio Sanchez, mein Mann. So jung und schon verheiratet. Genießen Sie es. Es ist möglicherweise das letzte Mal, dass Sie mit Ihrer Frau in die Oper gehen. Wie meinen Sie das? Die Ministerin setzt uns die Pistole auf die Brust. Entweder wir zahlen oder wir kriegen diesen Autobahnzubringer direkt vor die Nase gesetzt. Sie ist auch bereit, die Übergabe an einem anderen Ort stattfinden zu lassen. Ich gehe mal davon aus, dass die Geldübergabe mit einem Koffer erfolgen soll. Ich weiß aber nicht wo, okay? Ach, ich gäbe was drum, jetzt sein blödes Gesicht zu sehen. Wirklich öde, dieser Wälzer. Hatte was Spannendes erwartet. Ist für ein Freund. Der Arme hat die gleiche Schwäche wie du. Ich wusste gar nicht, dass du Freunde hast. Ich wusste gar nicht, dass ich dich eingeladen habe, hier rumzuschnüffeln. Da ist die Tür. Mein Gott. Ich dachte eben für einen Moment, du hättest Format. Wenn das für dich bedeutet, dass ich irgendwelche krummen Dinger drehe, muss ich dich leider enttäuschen. Ja, man kann sich ja mal irren. Also schön. Dann dümpel doch einfach weiterhin in den seichten Gewässern der Wohlanständigkeit. Während du dich vor Gericht dafür verantwortest, dass du Frieda ein lebensgefährliches Schlafmittel verabreicht hast. Diese Anklage wird sicherlich sehr schnell fallen gelassen. Irrtum, dich wird man fallen lassen. Justiz, Medien, beide werden dich in den Abgrund reißen. Aber ein Gutes hat die Sache, du hast viel Zeit im Gefängnis. Also wenn du magst, nimm die Ratgeber ruhig mit. Dumm und dümmer. Ihr beide habt euch wirklich gefunden. Na schön, dann lasse ich euch mal allein, damit ihr weiter an euren dilettantischen Plänen feilen könnt. Ist doch immer wieder schön mit anzusehen, wenn Ansgar mit voller Wucht vor eine Wand rennt. Mir gefällt das nicht. Er ahnt etwas und er ist uns auf der Spur. Er hat nichts in der Hand. Das Problem ist nur, wir planen tatsächlich etwas Gesetzeswidriges. Hagen? Er weiß gar nichts. Er weiß weder was, noch wann, noch wo, noch mit wem. Und er hat auch kein Bargeld gefunden. Auch keinen Hinweis auf irgendeine Bestechung. Wir haben die Situation im Griff, okay? Hey! Wir ziehen das jetzt durch, klar? Du, dann hast du nichts dagegen, wenn ich mit Biggie in Kontakt bleibe? Soll ich dir das schriftlich geben, oder was? Sag, entschuldige, wenn ich dich damit nerve, ja? Aber ich habe überhaupt keine Lust, mit dir irgendwie Stress zu kriegen. Ich habe da so meine Erfahrungen. Ich erkläre es dir gerne nochmal, Lukas. Zwischen Biggie und mir ist nichts. Außer, dass wir uns gut verstehen. Ja? Ja, ich finde das schön, dass du das so betonst. Weißt du, ich hatte irgendwie Angst davor, dass ich vielleicht in deinem Revier wilder. Ist das nicht dein Biggie-Mobil? Ja. Oh, das sieht aber gut aus. Hast du da drin irgendwas verändert? Neue Sitzmöbel oder so? Mhm. Gib's zu, du willst da drin Lukas verführen. Quatsch. Der ist doch morgen schon wieder weg. Ich dachte, ich mache mich ein bisschen unabhängig von Bussen, von S-Bahnen und von Männern. Ach, bist du mit deinen Fahrstunden fertig? Ich habe nachher gleich die theoretische Prüfung und wenn ich die bestehe, morgen die praktische. Geil. Dann kannst du ja gleich einsteigen und mit meinem Biggie-Mobil losdüsen. Wenn ich bestehe. Das schaffst du schon. Ja, ich bin ja eigentlich auch ganz optimistisch, aber mir wäre es trotzdem recht, wenn du es erst mal niemandem erzählst. Du willst nicht, dass Thomas dich mit blöden Sprüchen aufzieht, falls es doch schief geht. So ungefähr. Keine Angst, ich verrat's niemandem. Das zwischen uns, das hatte schon fast was Magisches, weißt du? Du, gib mir doch mal einen Tipp. Vielleicht lade ich sie mal zum Essen ein. Was isst sie gerne? Woher soll ich das denn wissen? Ja, aber du hast doch mit ihr zusammen gewohnt. Mann, Lukas, sie hat sich um Tommy gekümmert.
Es gab Wichtigeres zu besprechen als Sushi oder Steaks. Ist das jetzt angekommen bei dir? Ja. Herr Henke, Guten Abend zusammen. schön, dass Sie so spontan Zeit hatten. Ach, ich hätte das Spiel sonst allein zu Hause geguckt. Meine Frau ist auf irgendeinem Abendessen vom Gastro vorbei. Herr Wolf, wie sieht's aus? Wenn wir jetzt schon zusammen Fußball gucken, wird doch ein Du fertig, oder? Ja, warum nicht? Thomas. Frank. Darf ich vorstellen, mein alter Kumpel Lukas Böttcher. Freut mich, Frank Henke. Hallo, Lukas. Salami okay? Danke, ich bin absatt. Schon gegessen? Ja, eben, auf dem Schloss. Ich habe all die leckeren Sachen gegessen, die eigentlich für diesen Leichenschmaus vorgesehen waren. Für Ansgar von Lahnstein, der dann doch putzmunter war. Diese Familie ist einfach. Ach. Ja? Ja, das wurde dann so eine richtige kleine Spontanparty dank Biggie, also Frau Schumann. Diese Frau kann tanzen da. Da brennt die Hütte. So, sind wir jetzt zum Quatschen hier oder wollen wir Fußball gucken? Ja. Ich glaube, das ist das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. Ja, ich dachte jetzt, wo Sie bald Ihren Führerschein haben, da sollten Sie auch endlich mal nach Irland fahren. Er gehört Ihnen. Hier kann man super einen Klapptisch einbauen. Ja, und da hinten, da muss eine Lampe rein, damit ich im Bett noch lesen kann. Biggie, du musst damit aufhören. Womit? Weißt du, so gern ich Thomas habe, aber er weiß einfach nicht, was er an dir hat. Und damit tut er dir weh. Und als Sebastian die Ablenkungsnummer gecheckt hat, da ist mir total schlecht geworden. Es tut mir wirklich leid, Kim. Das war natürlich meine Schuld. Ich gehe mal davon aus, meine Zigarre hat sie misstrauisch gemacht. Trotzdem, ich bin nach dieser Nummer erst recht davon überzeugt, dass die beiden die Ministerin bestechen wollen. Dann sag's ihnen doch einfach. Dann müssen sie ihren Plan abblasen. Kim, ich will nicht, dass sie ihn abblasen. Ich will, dass sie ihn weiterverfolgen. Und damit sie das tun, müssen sie sich absolut sicher fühlen. Ey Mann, es ist so viel passiert. Du wärst fast gestorben. Weißt du, ich habe einfach Schiss, dass du dich wieder in irgendeine gefährliche Situation bringst. Hey, jetzt hör mal zu. Ich mach das auch nicht gern, okay? Aber solange Sebastian versucht, mir mein Unternehmen wegzunehmen, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja, aber du hast Frieda dieses Schlafmittel nicht gegeben. Du kannst es auf einen Prozess ankommen lassen und es wird sich herausstellen, dass du unschuldig bist. Ja, na klar, aber andererseits wäre ich auch nicht der erste Unschuldige, der in den Knast wandert. Egal, was ich dafür tun muss. Ich werde es verhindern. Hey, das ist total süß von dir, okay? Aber jetzt muss ich erst mal dafür sorgen, dass diese beiden Hampelmänner mir meine Firma zurückgeben. Und das geht nun mal am besten, indem ich sie mit ihrer Bestechungsnummer auffliegen lasse. Ja, das ist ja schön, aber damit wirst du die Anzeige auch nicht los. Das stimmt schon, aber meine Chancen steigen, unbeschadet aus der ganzen Sache rauszukommen. Ich muss jetzt einfach Druck aufbauen. Ja, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Du weißt, ich bin immer für dich da. Bitte pass auf dich auf, okay? Zum Glück habe ich noch rechtzeitig bemerkt, was Ansgar und Kim vorhaben. Und du bist ganz sicher, dass er jetzt ruhig gestellt ist? Ja. Bald müsste die Staatsanwaltschaft tätig werden. Dann wird er wegen schwerer Körperverletzung vorgeladen. Das dürfte ihn eine Zeit lang beschäftigen. Gut, dann kann der zweite Versuch der Übergabe starten. Das hoffe ich. Wieso hat die Ministerin irgendwie signalisiert, dass sie kein Interesse mehr hat? Sebastian, bist du noch dran? Hagen macht mir Sorgen. Warum? Ja, er wird nervös. Ansgar schnüffelt jetzt überall rum. Ein Koffer mit Geld. Konspirative Treffen, das ist so gar nicht seine Welt. Du hast Angst, dass er abspringt, oder? Das kann bis zur letzten Sekunde passieren, ja. Dann bring ihn dazu, dass er dranbleibt. Das versuche ich doch. Sebastian, willst du den Chefposten oder willst du ihn nicht? Sorg dafür, dass Hagen dieser Ministerin den verdammten Koffer mit dem Geld in die Flossen drückt. Und mit dem Video nageln wir ihn fest. Ich werde tun, was nötig ist, okay? Ja, dann mach das eben so. Soll die Kantine doch freitags ihr Fischparadigma durchbrechen. Okay, ich habe verstanden. Wir sprechen später, ja? Ja, Schnitzel geht doch immer. Ja, mach das so. Also, bis dann.
Ich ziehe das mit der Bestechung zurück. Komm, mach rein das Ding jetzt! Mach rein! Dann kennst du also Biggie, weil deine Frau mit ihr befreundet ist. Befreundet ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Ja. Frau Schumacher hat sich von meiner Frau engagieren lassen. Als Haushälterin. Als Model. Wie? Charlie hat eine Freundin und mit ihr zusammen eine Firma gegründet für Dessous. In Dessous? Gibt's da Bilder? Ihr seid die reinsten Klatschtanten. Ja, komm, jetzt erzähl doch nicht, dass dich Biggies Kurven nicht interessieren. Ich sag mal, sind wir zum Fußball gucken hier oder wollen wir über Frauen in Unterwäsche reden? Was? Ja, siehst du, jetzt haben deine Pfeifen auch noch die Führung geschossen. Wenn ihr mir nicht so abgelenkt hättet. Ja, hätten die Jungs bestimmt viel besser gespielt. So eine Scheiße. Tja, Das war's. lasst uns auf den Sieg eintrinken gehen. Ich gebe ein paar Runden aus. Auf den Absager bin ich dabei. Meinetwegen. Gut. Wunderbar. Bin gleich wieder da. Deine Laune ist ja richtig unterirdisch. Und sag mir nicht, dass das mit dem Fußballspiel zu tun hat. Wir haben 1:0 gewonnen. Die geht's gegen den Strich, dass Lukas hier auf Biggie steht. Jetzt fängst du auch noch damit an. Also du willst nicht mit Biggie zusammen sein, aber sie soll auch bitte schön mit niemandem anderen was anfangen. Habe ich recht? Du stellst das total verdreht dar. Ach so. Ja. Ich werde beweisen, dass es nicht so ist. Was soll das heißen, du willst die Sache abblasen? Ansgar hat sogar Kim eingespannt, um einen Blick in den Koffer zu werfen. Und darin kein Geld gefunden? Er ist uns auf der Spur. Die ins Nichts führt. Hagen, er hat keine Ahnung. Das Risiko ist einfach zu groß. Wir haben doch einen entscheidenden Vorteil. Fakt ist doch, uns beiden traut er so eine Nummer gar nicht zu. Das gibt uns Deckung. Das ist sein blinder Fleck. Ich werde mich nicht darauf verlassen, dass Ansgar einen Knick in der Optik hat. Denn wenn es nicht so ist, wird er uns aus der Chefetage erpressen. Und, entschuldige, wenn ich dieses Bild gebrauche, Vater würde sich im Grabe umdrehen. Unser Vater würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er wüsste, dass wir beide nicht dazu in der Lage sind, das Eigentum, das diese Familie seit Jahrhunderten besitzt, vor dem Zugriff des Staates zu verteidigen. Gegen Rechts und Unrecht zu verstoßen, um Gutes zu erreichen, ist falsch, mein Bruder. Okay. Bevor du jetzt eine endgültige Entscheidung triffst, denk mal ganz kurz nach. Dieser Autobahnzubringer durchkreuzt sämtliche deiner Pläne, die Forstwirtschaft auszubauen. Aber leider ist die integraler Bestandteil deiner neuen Nachhaltigkeitsstrategie. Willst du das wirklich alles aufgeben? Wie wäre es denn, wenn wir einen Weg finden würden, ihn unter Kontrolle zu bekommen? Hallo, Kim. Herr Mertens, was machen Sie denn hier? Lasse Sie beobachten. Deshalb weiß ich, dass Sie diesen Weg nehmen, wenn Sie nach Hause gehen. Ja, hören Sie doch auf. Sie haben recht. Das hier ist reiner Zufall. Oder eine schicksalhafte Begegnung. Machen wir was draus. Was sollen wir denn draus machen? Das überlasse ich Ihrer Fantasie. Das Ding ist, ich bin verabredet. Sieht er besser aus als ich? Was hat er, was ich nicht habe? Er ist mein Mann. Sie haben ein Date mit Ihrem Mann. Es ist ja sehr schön, dass es noch so prickelt. Ja. Und ich bin auch schon viel zu spät. Steigen Sie ein, ich fahre Sie hin. Oh nein, ich glaube nicht, dass... Sie finden es seltsam, wenn ich Sie zu einem Date mit Ihrem Mann fahren würde.
Wahrscheinlich würden Sie es ihm verschweigen und dieses Verschweigen wäre wie ein kleiner Betrug. Und Sie sind eine hochanständige junge Dame. Ich verstehe schon. Ja, richtig. Ich bin hochanständig. Okay. Und ich möchte nicht derjenige sein, der Sie zu unmoralischem Handeln animiert. Es sei denn, Sie bitten mich eines Tages darum. Und dieser Tag wird kommen. Hagen, wie oft eigentlich noch? Die Ministerin wird ihre Autobahnpläne auf jeden Fall durchziehen, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Aber es ist Bestechung, Sebastian. Und damit machen wir uns strafbar. Was ist eigentlich jetzt schon wieder dein Problem? Ist es wegen Ansgar? Vergiss es, der hat gerade seine ganz eigenen Sorgen. Das Risiko ist mir einfach zu groß. Der wartet doch nur darauf, uns in die Pfanne zu hauen. Worauf du dich verlassen Wenn kannst. wir der Ministerin jetzt absagen, dann wird dieser Zubringer auf jeden Fall gebaut. Aber gut, wenn du damit leben kannst, dass die uns den halben Wald abholzen. Nein, nein, das kann ich natürlich nicht, verdammt. Okay, wir machen's. Wir ziehen es durch. Gute Entscheidung. Unter einer Bedingung. Ich will einen neuen Ort für die Geldübergabe, einen weniger exponierten. Damit riskieren wir, die Ministerin zu verärgern. Die soll sich nicht so anstellen. Die kriegt genug Geld von uns. Was schlägst du vor? Vor dem Bürgerpark. Morgen, 10 Uhr, Nordseite. Unsere Wagen halten kurz nebeneinander. Der Geldkoffer wird durch das geöffnete Fenster gereicht. Du bist der Boss. So können wir wenigstens sicher gehen, dass Ansgar nichts davon mitbekommt. Ja, seid euch mal sicher, ihr Deppen. Braucht das Messer ja bloß noch hinhalten, in das ihr reinlauft. Er ist weg. Vicky, das ist ja schön. Und was für ein Zufall. Ja, wirklich Zufall. Dass wir uns hier über den Weg laufen. Setz dich doch zu uns. Ja, unbedingt. Aber nur, wenn ich keine wichtigen Männergespräche störe. Ach, du und Thomas redet unsere Mannschaft gerade in Grund und Boden. Das, obwohl wir 1:0 gewonnen haben. Naja, recht hat er. Das war ja ganz schlechter Stil von euren Jungs. Wie? Du hast das Spiel gesehen? Mir die Augen offen zu halten. Wow, darauf müssen wir einen trinken. Meinst du, die haben hier irischen Whisky? Wir können ja mal fragen. Mach ich. Das war doch wirklich kein Zufall, oder? Was denn? Du willst es doch verkuppeln. Ich? Ja, so oder so. Danke dafür. Und? Tut gut, das Richtige zu tun? Halt aber die Klappe, Helmke. Oh nein, ich bin doch nur ein bisschen zu spät, oder? Ich habe dein übliches halbes Stündchen schon mit eingerechnet. Und es wird noch süßer. Oh, sorry. Ich hab gedacht, ein bisschen Romantik kann nicht schaden. Das war echt eine süße Idee. Ja, und aus der süßen Idee wird jetzt süße Wirklichkeit. Warte mal. Alles klar? Ja, mir ist gerade irgendwie nicht so danach. Okay. Du, ich habe einfach gerade voll viel im Kopf. Also, weißt du, Ansgar wird wahrscheinlich wegen dieser Frieda in den Knast gehen und dann hat er noch diesen kleinen Krieg mit Sebastian und Hagen am Laufen. Ja, aber er lebt, das ist so die Hauptsache, oder? Ja, schon. Trotzdem ist es nicht einfach für ihn.
Du weißt ganz genau, wie er drauf war, als er noch mal ins Gefängnis musste. Aber wir reden doch von dem Ansgar, oder? Der Ansgar, der einen Absturz und eine Entführung überlebt hat. Ja? Er tut immer nur so tough. In Wirklichkeit braucht er Hilfe, und zwar meine Hilfe. Du hast einen schönen Schaden und einen Vaterkomplex noch dazu. Also auch wenn es dir nicht passt, ich werde so lange auf Königsbrunn bleiben, bis seine Unschuld bewiesen ist. Du bist aber nicht sein Kindermädchen. Aber seine Tochter. Und genau deswegen werde ich für ihn da sein. Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie noch einmal Zeit gefunden haben, sich unsere Argumente anzuhören, Frau Ministerin. Also, kommen wir zur Sache. Normalerweise halte ich nicht viel von zweiten Chancen, aber in Ihrem Fall bin ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Was wir sehr zu schätzen wissen. Und? Glauben Sie, dass dieses Mal wieder irgendetwas dazwischen kommt? Was will der denn hier? Guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie noch einen Termin haben. Ach, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Die beiden Herren haben mich hier bei meinem Abendessen überfallen. Als lokales Großunternehmen halten wir gern freundschaftlichen Kontakt zur politischen Klasse. Eigentlich habe ich nur etwas vergessen, aber wenn Sie mich noch brauchen, dann bleibe ich selbstverständlich noch hier. Nein, 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 nein. Lassen Sie nur. Wir sind ja auch gleich fertig. Dann noch einen schönen Abend. Für einen Moment dachte ich, der hätte Wind von der Sache gekriegt. Der Bursche ist ehrgeizig, aber nicht besonders flexibel. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten gerade über Zeit und Ort der Übergabe reden. Ich denke, das Café Ende wäre ein sehr Dieses Mal suche ich was aus. Aber dieses Café ist wie gemacht für unsere Zwecke, sehr diskret. Das mag sein, aber mir wäre ein weniger öffentlicher Ort lieber. Je mehr wir uns verstecken, desto verdächtiger Entweder machen wir spielen uns. nach meinen Regeln oder wir lassen es ganz sein. Es ist nämlich ziemlich wurscht, wo dieser Autobahnzubringer gebaut wird. Wir sind natürlich auch mit einem anderen Treffpunkt einverstanden. Gut. Dann suche ich was Schönes aus. Ich werde mich dann bei Ihnen melden. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm, Thomas, wir sind im Rückstand. Ja, ist ja gut. Das auch nicht. Kein Wunder, das Ding hatte totale Unwucht. Komm, lass uns die Seiten wechseln. So, das jetzt mal zum Thema Unwucht. Ich gebe ein aus auf den Sieg. Kommst du? Wem willst du hier eigentlich was vormachen? Was hätte ich denn bitte sagen sollen? Es muss aber das Café Ende sein, weil wir das schon so schön mit Überwachungskameras ausgestattet haben? Ja, aber dir gesagt, die Alte ist die Pest. So langsam verstehe ich, warum du sie loswerden willst. Ich habe mich schon so auf ihr dämliches Gesicht gefreut. Aber so wie es aussieht, kommt sie mal wieder heil aus der Nummer raus. Wenn man vom Teufel spricht. Warte. Hotel Graf Hofer sind 10 Uhr, Suite 201. Eine Hotelsuite, perfekt. Wie sollen wir jetzt auf die Schnelle in einer Hotelsuite eine Kamera installieren? Keine Ahnung. Sebastian, ohne Kamera können wir die Sache vergessen. Wir brauchen handfesten Beweis für die Bestechung. Sonst kriege ich die Alte nie von ihrem Ministerposten runter und du wirst deinen Bruder nicht los. Ich krieg die Krise. Diese unfähige, besserwisserische, arrogante, eingebildete... Du gehst mit rein. Du gehst mit rein und nimmst das Ganze mit der versteckten Kamera auf. Damit mein Bruder später am Kamerawinkel entdeckt, wer ihn gelenkt hat? Nee, danke.
Sebastian, es ist mir scheißegal, wie du das machst, aber du lässt dir was einfallen. Ich gehe nicht als Verlierer aus dem Spiel, das ich selbst erfunden habe. Ja, und der muss unbedingt nach Kilkenny. Weißt du, die Innenstadt und dieses Kilkenny Castle. Und natürlich die Pubs, weißt du, diese Leute, die können feiern und tanzen. Das können wir doch aber auch. Na, entweder man hat Rhythmus oder man hat ihn eben nicht. So, ihr beiden, wir packen's dann. Danke. Frank hat mich gefreut. Mich auch. Bis bald mal. Bis bald. Lukas, kommst du mit? Also ich würde gerne noch ein bisschen bleiben. Den Hausschlüssel hast du mir ja gegeben. Hm? Kein Problem. Ich schmeiß dir dein Bettzeug einfach aufs Sofa. Gut, mach dir keine Umstände. Ich bin da ganz leise, wenn ich später komme, ja? Mach's gut, Thomas. Bis übermorgen. Wieso? Bist du morgen frei? Ja, darf ich das nicht auch mal? Nee, okay. Am liebsten würde ich ja sofort losfahren. Den Sonnenaufgang über dem irischen Meer sehen. Na, bis Irland, das schaffen wir nicht, aber bis an die holländische Küste, das schaffen wir. Das meinst du nicht im Ernst? Doch, das meine ich ernst. Was? Wenn wir jetzt losfahren, 3 Stunden, vielleicht 4. Was? Nein. Doch. Ah, der werte Schwiegersohn. Was auch immer du willst, ich habe wenig Zeit. Ich auch. Ja, und jetzt? Ich will nicht, dass du Kim weiter in dein Mist mit reinziehst. Als alle dachten, dass du tot bist. Weißt du, Kim war völlig am Ende. Wir haben uns alle Sorgen gemacht, dass sie wieder so durchdreht, wie damals, als Victoria gestorben ist. Du hast dich gut um sie gekümmert in meiner Abwesenheit. Das ist mir nicht entgangen. Sie ist meine Frau, das ist mein Job. Wie dem auch sei, vielen Dank. Ja, aber jetzt muss sie erst mal selber mit sich klarkommen und kann keine Scheiße gebrauchen. Wie lange soll ich mir denn diesen Zwergenaufstand hier noch anhören? Ansgar, sag mal, raffst du es nicht? Sie ist seinetwegen in den letzten Wochen durch die Hölle gegangen und hat sich nur Sorgen gemacht. Aber jetzt braucht sie einfach mal eine Pause. Und mir ist es scheißegal, was du sonst noch für Probleme hast. Ob mit Frieda, ob mit Sebastian oder sonst wem. Halt sie da einfach raus, okay? Verzeihung, Graf. Der Wagen steht jetzt bereit. Vielen Dank, Justus. Ich würde nie etwas unternehmen, was Kim schadet. Dann sind wir uns ja einig. So, eure beiden Milchkaffee. Danke. Danke. Emilio hat sich ja ganz schön ins Zeug gelegt. Gestern einen schönen Abend gehabt? Geht. Oh, falsches Thema. Ja. Wieso? War doch süß von Emilio, dass er dich überrascht hat, oder? Ja, schon. Aber irgendwie auch unsensibel. Also da komme ich jetzt nicht mit. Weißt du, Ansgar braucht mich. Und diese Anzeige, ich habe einfach keinen Kopf für Sex. Kim, jetzt mal im Ernst. Findest du nicht, dass du mit deiner Sorge um Ansgar ein bisschen übertreibst? Der Mann ist erwachsen. Fängst du jetzt auch schon damit an? Ansgar hat nur mich. Wieso versteht das denn keiner? Ich verstehe dich schon. Aber ich finde einfach, dass du Emilio nicht vernachlässigen solltest. Immerhin war er immer für dich da, wenn es dir schlecht ging. Das weiß ich doch. Es ist nur, ich will Ansgar so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie und es macht mich wahnsinnig. Du bist für ihn da. Und das reicht. Das ist doch Herr Mertens. Wer? Dieser Staatssekretär von der Ministerin mit dem Doppelnamen. Schau mal, Staatssekretär Per Mertens hier mit dem Justizminister anlässlich der Neueröffnung des Royals Room, einem bekannten Treffpunkt der führenden Kreise Düsseldorf. Frage 1. Woher kennst du diesen Typen? Und Frage 2 gleich hinterher. Seit wann interessierst du dich für Politik? Herr Mertens, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen?
Hi. Verena. Ich bin Felix. Das ist heute mein erster Tag hier. Die haben mir unten gesagt, ich soll mich hier oben melden und dir ein bisschen unter die Arme greifen. Echt? Da hat mir keiner was von gesagt. Ach, das ist ja typisch. Also es war bis jetzt in jedem Betrieb so, in dem ich gearbeitet habe. Kommunikation gleich null. Na, egal. Wie wollen wir es machen? Vielleicht kann ich ja einfach den hinteren Trakt übernehmen. Nein. Okay, verstehe ich schon. Wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du auch gerne noch mal beim Empfang nachfragen. Nein, das ist schon okay. Ah ja, genau. Hier, bitte zurückbringen. Ja. Vielen Dank. Ich bediene mich dann einfach, ja? Ja. Alles klar. So, jetzt wird schön gefrühstückt mit Onkel Lukas. Was ist das denn? Lukas? Bist du im Bad? Tommy. Lukas! Das gibt's doch nicht. Hat sich einfach aus dem Staub gemacht. Hey, Tommy! Hoppala! Wo wolltest du denn hin? Ach, guck mal. Danke für deine Gastfreundschaft. Hatte eine tolle Zeit hier. Bis bald, Lukas. Denkst du, was ich denke? Na, bis Irland, das schaffen wir nicht, aber bis an die holländische Küste, das schaffen wir. Die haben das eiskalt durchgezogen. Der hat unser Biggie entführt. Ich werde draußen bleiben. Einer muss doch aufpassen, dass keiner kommt. Ich dachte, wir ziehen das hier gemeinsam durch. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich hoffe, dass das hier kein Fehler ist. Okay, vielleicht hast du recht. Ich gehe mit rein. Sometimes I can't let go. Sometimes I move too slow. Hey. Hey, ich dachte, du kommst gar nicht mehr vor der Arbeit wieder. Ich war ziemlich blöd gestern. Dabei hattest du dir solche Mühe gegeben. Du hast eine heftige Zeit hinter dir. Ist doch klar, dass man das nicht so einfach abhaken kann. Ohne dich, da hätte ich das gar nicht geschafft. Ja, aber dann können wir doch genau da weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben, oder? Du hast doch frei heute. Ja, ich habe aber noch was Dringendes zu erledigen. Was kann denn dringender sein als... Ich weiß endlich, wie ich Ansgar helfen kann. Moment, das kapiere ich nicht. Ich dachte, du bist runter von diesem Trip. Damit Ansgar nicht in den Knast geht, muss er beweisen, dass er unschuldig ist. Und dafür braucht er Kontakte zur Justiz. Moment, wenn er unschuldig ist, braucht er einen Anwalt. Mehr nichts und das kann er sich leisten. Ansgar hat Feinde. Sebastian zum Beispiel. Und er wird alles tun, damit Ansgar verurteilt wird. Okay, mal angenommen, es ist so. Darf ich dich bitte mal kurz daran erinnern, dass du weder einen Anwalt noch einen Richter kennst? Aber ein Staatssekretär. Herr Mertens. Dieser hässliche Schleimer. Er ist wirklich sehr nett. Und er mag Ansgar. Ich muss ihn wenigstens fragen, ob er ihm hilft. Ja gut, dann ruf ihn an und frag ihn, aber lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Mir steht es bis hier mit dem Typen. Jetzt unser Frühstück. Frag doch diesen Mertens, vielleicht hat der ja Hunger. Hm?
Ah, hab ich gar nicht gesehen. Hast du ein Auge zugemacht heute Nacht? Klar, warum nicht? Lass mal überlegen. Weil Biggie mit deinem Jugendfreund geflirtet hat und du das nicht mochtest? Die beiden sind erwachsen. Na dann. Die sind mitten in der Nacht nach Holland gefahren. Da geht hier ganz schön ran, der Typ, wa? Vielen Dank für dein Verständnis. Thomas, du hast dich gegen sie entschieden, leb damit. Das mache ich ja auch. Ich finde es nur reichlich gefährlich. Mitten in der Nacht. Hast du gesehen, dass der Typ getrunken hat? Ja. Du machst dir Sorgen. Was ist? Ein freier Parkplatz mitten in Düsseldorf. Eine Rarität. Biggies Campingbus. Stand gestern noch da, jetzt ist er weg. Mal überlegen. Also entweder sind sie mit dem Campingbus wirklich nach Irland oder aber er ist gestohlen worden. Und ich Idiot habe ihr das Teil noch geschenkt. Wie sieht's aus? Gehen wir einen Kaffee trinken auf den Schreck? Also mein Bedarf an Dummsprüchen ist ja nicht gedeckt. Wann? Hallo. Hier ist es doch viel ruhiger als in diesem Café. Finden Sie nicht auch? Je weniger Leute uns zusammen sehen, desto besser. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Wir müssen die Sache ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ganz meiner Meinung. Mir soll es recht sein. Das ist doch immer wieder ein schöner Anblick. Verdammt nochmal, wo bleibt ihr Pappnasen denn? Na schön, ihr Arschlöcher. Wie sagt man so schön, es hat mir großes Vergnügen bereitet, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass unsere Wälder auch in Zukunft von ihrer Straßenplanung verschont bleiben? Der Wald und sämtliche Ländereien Ihrer Familie. Gut. Ich denke, Sie werden verstehen, dass sich unsere Wege ab hier trennen müssen. Sie sprechen mir aus der Seele. Viel Erfolg noch für die nächste Wahl. Danke, ich bin sehr zuversichtlich. Das wäre geschafft. Als der Bus auf einmal nicht mehr da stand, dachten wir schon, Lukas und du wärt wirklich nach Irland abgedüst. So, dachtet ihr das? Unser Kommissar hier hatte den Verdacht, der Wagen könnte gestohlen worden sein. Um Gottes Willen, den brauche ich doch noch. Moment mal. Du bist ja gerade gefahren. Fahren ohne Fahrerlaubnis? Ich habe nichts zu verbergen. Vor einer halben Stunde habe ich die Prüfung bestanden. Gratuliere. Danke. Sag mal, wieso hast du denn gestern nichts davon gesagt? Ich hatte keine Lust auf gute Ratschläge. Na, wir machten sowas. Ja, ist angekommen. Mensch. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Das sind ja Neuigkeiten. She couldn't care less. Oh, wearing that dress. I tell you.
pretty little thing. No, no, hot little thing. Wow. Hot little thing. Schön, dass du es dir nochmal anders überlegt hast. Kim, lass uns bitte nicht nochmal streiten, okay? Oh, das habe ich nicht. Na, wenn ich in den Rolls Room reinkommen soll, dann muss ich mich schon ein bisschen aufbrezeln, ne? In den Royals Room. Aha. Da hängen die ganzen Typen aus Politik und Wirtschaft ab. Und heute Nachmittag ist da so ein Special Event, weil die vor kurzem Neueröffnung hatten. Du willst so zu den ganzen Anzugträgern gehen, ja? Ja. Per Mertens wird ganz sicher da sein. Das muss ich ausnutzen. Du wirst da nicht hingehen, nicht in den Fummel. Ich mach das nicht aus Spaß, sondern für Ansgar schon vergessen. Ansgar kann sich allein um seine Scheißprobleme kümmern. Ich will ihm aber helfen. Sieh das endlich ein. Sieh du dich mal an. Wie siehst du überhaupt aus? Wie läufst du rum? Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass mich das hier alles ankotzt. Du willst den Typen geil machen, damit er für dich an einem paar Rädchen dreht? Wie weit willst du noch für den Scheiß gehen, hä? Vielleicht demnächst mit dem Staatssekretär in die Kiste? Hast du gesehen, wie cool die geblieben ist? Hat die bestimmt nicht zum ersten Mal gemacht. Gut, wie die auf die Geldscheine gestarrt hat. Bisschen eklig, oder? Ich hoffe nur, das werden wir nicht bereuen. Hagen, wir hatten gar keine andere Wahl. Aber falls es dich beruhigt, unser Vater hätte in letzter Konsequenz genauso gehandelt. Danke. Ich danke dir. Ohne dich hätte ich das bestimmt nicht durchgezogen. Herr Mertens, guten Tag. Was können wir für Sie tun? Ich fürchte, ich komme mit schlechten Nachrichten. Was soll das heißen? Ich befürchte schon seit Längerem, dass die Ministerin Eschberger-Löderich sich nicht mehr im Rahmen des Legalen bewegt. Ich konnte es noch nicht nachweisen. Wovon redest du eigentlich? Von Korruption, Sebastian. Sie haben uns doch selbst dazu animiert. Ich hätte es auch lieber gesehen, wenn jemand anders den Lockvogel gespielt hätte. Ich kann sie nicht schon. Ich muss diesen Skandal öffentlich machen.